Regisseur, der kommt ja dann einfach an und der hat ja nur eine Chance. Und du bist ja schon die ganze Zeit auf Tour und weißt ja schon genau, welche Momente man auch eingefangen haben will und wo man Wert drauf legt. Weil wir genau wussten, dass es so ist, haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir einfach jeden immer in jeder Situation haben. So. Und das heißt, wir hatten im Endeffekt dann halt so viele Kameras, dass wir genau sagen konnten, als wir die DVD gesehen haben, so genau, jetzt muss der Schnitt auf Bill kommen, jetzt muss der Schnitt auf Georg kommen, jetzt muss der Schnitt auf mich kommen. Das ist sowieso oft der Fall, natürlich, wenn es gut werden soll. Gerade wenn man so ein bisschen Zeit vergehen lässt und sich dann nochmal alle DVDs anguckt so und weiß, okay, wie war die erste Show, wie hat das alles angefangen und vor allem bis dahin war es ja wirklich auch ein Prozess und ein ganz weiter Weg und man dann irgendwie Aufnahmen sieht von wirklich ganz früher, wo wir dann in so einem kleinen Club standen, so, dann fühlt sich das schon richtig gut an. Also gerade weil wir bei der Tour ja auch all unsere Träume so ein bisschen verwirklicht haben von so Sachen, die wir schon immer mal auf der Bühne haben wollten und machen wollten. Also wenn ich mir das dann angucke, bin ich schon stolz auf jeden Fall, dass wir das hingekriegt haben, wirklich auch dieses Album, was ja nicht so einfach ist, zu viert einfach wirklich umzusetzen, so transportiert bekommen haben auf die Bühne und das so umsetzen konnten. Ich bin auch froh, dass wir eine der letzten Shows aufgezeichnet haben, weil wirklich alles auch echt rund lief so in der Show. Obwohl wir da auch wirklich ein, zwei Konzerte davor hatten, wo alles schief lief und ich da ausgerastet bin, weil ich gesagt habe, so wenn das bei der DVD noch passiert, dann Ja, man ist ja immer richtig angespannt bei so einer DVD, weil die Chance gibt es halt nur einmal und gleichzeitig will man natürlich auch das Konzert irgendwie genießen und auf der anderen Seite hofft man natürlich, dass die Produktion und so rund läuft und das hat aber diesmal alles richtig gut geklappt. Oh Mensch, du, wenn ich alles alleine mache, ja. Ich wollte es auch einfach persönlich haben, weil es für uns ja auch eine Art ist, irgendwie die Songs zu interpretieren und das ganze Gefühl so rüberzubringen von der ganzen Platte. Und für uns war es einfach so, dass dann wirklich zum Schluss alles zusammengepasst hat. Also die Bühne, die Outfits, das Artwork, die Songs. Da war auf die Sekunde alles getimt. So. Von Aufmachen der Kugel am Anfang bis also zu jeder Pyro-Einlage bis hin zum Konfetti und wann steht wer wo und so weiter und die Abläufe, Bill, Outfit Change. Das war ja wirklich auch für uns eine ganz andere Herausforderung, nochmal die Show so zu machen. Ich glaube, es war total gemischt und vor allem auch unerwartet für viele. Also ich glaube, viele Leute sind einfach gekommen, die vielleicht auch schon irgendwie 5 Konzerte gesehen haben von uns und dann war es echt, glaube ich, für viele eine riesen Überraschung. So gerade natürlich die ersten Shows, das spricht sich ja dann schnell rum, wie das alles aussieht, auch durchs Internet natürlich. Aber so die ersten Shows, so da waren auf jeden Fall viele, glaube ich, auch ein bisschen schockiert einfach. Aber das war auch genau das, was wir ja auch wollten. Ich hatte auch wirklich Bock drauf, irgendwie die Leute auch zu überraschen und ihnen was Neues auch zu zeigen. Das Geile ist, wir haben uns die ganze Tour nicht gestritten. Man muss echt sagen, also es lief total harmonisch ab, was ja eigentlich komisch ist, weil ich habe schon... Ja, aber weil wir auch 2 Tourbusse hatten, das war das Gute, ne? Genau, wir hatten 2 Tourbusse, aber ich habe schon viel früher eigentlich erwartet, dass wir uns mal so richtig streiten und alles ging gut bis zum letzten Konzert in Paris. Da haben wir uns richtig angeschrien. Ich glaube, das war der krasseste Streit, den wir seit langer Zeit hatten. Ich glaube, bei mir war es auch noch nie so, dass ich mit so viel Genuss sowas präsentiert habe, einfach jeden Abend, weil wir ja schon ein halbes Jahr davor oder noch länger so viel Arbeit da reingesteckt haben, also sowohl in die Bühne als auch in diese ganze Plan von dieser Show. Hier war es wirklich so, dass wir die komplette Bühne auch aufbauen mussten und den Ablauf auch mit der Crew schon mal testen mussten, weil es halt so extrem aufwendig war und so viele Leute auch wirklich während der Show wirklich am Start sein müssen und die Knöpfe drücken. Und wir mussten das, proben. Wie lange waren wir da in London? Weiß ich gar nicht mehr. Eine Woche, ne? Eine Woche? Mhm. Und haben es da geprobt und und davon sieht man dann auch was auf der Live-DVD, hat man ein bisschen kameratechnisch was dabei.
Und wenn man jetzt das so sieht, irgendwie haben wir genau das eigentlich erreicht und geschafft mit der DVD, Ist was auf jeden wir Fall mit wollten. Abstand die beste Live-DVD jetzt geworden, die es von uns gab. Hast du mal über eine Gesichtstransplantation? Wenn du es mir bezahlst. Ja, ich würde sie bezahlen.